Herzlich willkommen zu Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch. Hallo, liebe Freunde. Heute wieder Mutmacher im Gespräch und ich darf ganz herzlich begrüßen die Caroline Rosol von Gerüstbau Rosol GmbH. Liebe Caroline, wir kennen uns schon jetzt eine Zeit lang. Stell dich mal den Zuhörern bitte vor. Hallo alle zusammen. Also Walter, erstmal vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf, zu Gast in deinem Podcast. Und auch nochmal vielen lieben Dank an die Michi, dass die mich benannt hat, dass ich heute hier teilnehmen darf und dass sie vor allen Dingen mein Leben, mein Berufsalltag scheinbar ja interessant findet. Also mein Name ist Caro Rosol. Ich bin dieses Jahr 30 Jahre alt geworden. Ich habe einen 5-jährigen Sohn, den Theo. Momentan findet er den Gerüstbau auch noch sehr interessant. Also sobald er eigentlich sprechen konnte, hat er schon mit seinem kleinen Lego Duplo Auto angefangen, sein Wortlaut Rüstbau Rosol zu spielen. Nächstes Jahr kommt er in die Schule zu mir. Ich habe in Chemnitz Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Unternehmenssteuerung und Rechnungslegung studiert und habe dann 2016 im elterlichen Betrieb angefangen. Der Betrieb Gerüstbau Rosol wurde 1991 von meinem Vater gegründet und seit 2021 führe ich den Betrieb jetzt mit meinem Bruder Patrick Rosol, er ist 11 Jahre älter, zusammen. Ja. Wie organisierst du deinen Morgen? Für was stehst du auf in der Früh? Wie organisierst du deinen? So mit so einem kleinen Sohn ist das ein bisschen hektisch in der Früh, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Walter, ich habe zum einen das Glück, dass es mir nicht schwerfällt, früh aufzustehen. Also wenn ich jetzt zurückdenke, also in meinem Leben, also ich kann das noch an einer Hand abzählen, was ich mal verschlafen habe und dann auch trotzdem nur so verschlafen, dass ich es immer noch pünktlich geschafft habe. Also es ist dann die Frage, wie man es geschafft hat, mit einfach nur Haare zusammen. Aber ich habe es immer pünktlich irgendwie geschafft. Also das ist schon mal ein großer Vorteil. Mit meinem Sohn, ja, da muss man sich dann schon ein bisschen umorientieren, alles vom Zeitablauf ein bisschen anders machen. Und dann kommt noch dazu, ich meine, der Gerüstbau fängt zwar immer in der Regel relativ zeitig an, aber auch wenn ich mich mit anderen Gerüstbaubetrieben unterhalte, also wir fangen wirklich relativ zeitig an. Unsere Monteure, die fangen 6 Uhr an und wir hier im Büro, also wir schließen hier 5:15 Uhr oder 5:30 Uhr schon auf. Also da stöhnen schon viele. Also, aber ich habe mal von einer Person, die ich sehr schätze, mal ein sehr zeitiges Weihnachtsgeschenk bekommen. Und das hieß 24 mal dankbar im Advent. Und da stand ein sehr schöner Satz drin. Und zwar, den habe ich mir heute auch extra notiert. Anstatt dich zu ärgern, dass du morgens aufstehen musst, solltest du öfter dankbar sein, dass du es kannst. Und das muss ich sagen, seitdem ich diesen Satz gelesen habe in diesem Buch, habe ich mir auch gelb angemarkert, fällt mir das frühe Aufstehen noch viel leichter. Also muss ich wirklich sagen. Also das ist so ein kleines bisschen mein Leitspruch geworden. Was mich ja so begeistert, du bist ja sehr schlank. Ja, jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Du frühstückst nicht oder du bist sportlich sehr aktiv. Früh so aktiv oder woher rührt das, dass du so super schlank bist? Also erstmal vielen lieben Dank für das Kompliment, Walter. Da muss ich sagen, zum einen würde ich sagen, liegt das wirklich bestimmt noch an meinem Alter, dass ich noch relativ jung bin. Und zum anderen würde ich schon sagen, ich habe da einfach die Veranlagung dazu. Also es gibt natürlich bei mir auch einen Unterschied, ob ich Sport mache, ob ich keinen Sport mache. Also es ist mir schon relativ wichtig, dass ich Sport treibe, aber vor allen Dingen jetzt in den letzten 2 Jahren, wo ich mit meinem Bruder jetzt die Firma übernommen habe, ist der Sport eigentlich gefühlt nicht mehr vorhanden. Er ist einfach zu kurz gekommen und da kann ich sagen, also da habe ich wirklich eine gute Veranlagung, dass ich da nicht aus den Nähten platze, um es mal so zu sagen. Also kann ich wirklich sehr dankbar dafür sein. Ich hoffe mal, es bleibt so.
Du machst natürlich Gehirnjogging jetzt, oder? Ja, ja, das sollte man auch nicht unterschätzen. Also ich muss sagen, so diese geistige Arbeit, also die ist manchmal anstrengender als das Körperliche, weil es einen eben auch nicht loslässt, weil es einen eben auch nach der Arbeit noch beschäftigt. Jetzt habt ihr, wo ihr ja eingestiegen seid im Betrieb, zusammen eine Vision euch ja vorgestellt, was ihr zusammen erreichen wollt. Willst du uns mal erzählen? Meine Vision würde ich einfach beschreiben, wir wollen es jetzt nicht besser machen wie unser Vater, wir wollen es einfach anders machen. Und dazu zählt für uns, den Gerüstbau voranzubringen, in Sachen Digitalisierung, Modernisierung und vor allen Dingen auch, dass es unsere Mitarbeiter gut bei uns haben. Wir wollen einfach einen Arbeitsplatz schaffen, wo sie sagen können, sie gehen gerne auf Arbeit und es macht ihnen Spaß, bei Gerüstbau Rosol zu arbeiten, dass sie dieses Empfinden, wie wir es haben, wir gehen gern auf Arbeit, wir empfinden es nicht als Arbeit oder als eine Last, dass wir so etwas auch ein bisschen an unsere Mitarbeiter weitergeben können und dass sie es genauso empfinden. Erzähl uns mal 2 Sachen, wie du das machst. An 2 Beispielen. An 2 Beispielen, wie ich das mache. Und das weitergeben. Das ist eine sehr spontane Frage. Wir haben dieses Jahr beispielsweise eingeführt, dass wir monatliche Teamsitzungen haben. Letztes Jahr haben wir gemerkt, es kommt ab und zu immer mal so ein bisschen eine Unruhe auf. Die Mitarbeiter trauen sich ja manchmal sowas nicht unbedingt gleich der Geschäftsführung vorzutragen, wenn ihnen irgendwas auf der Seele drückt und so weiter. Und haben wir uns gesagt, wir setzen uns jetzt jeden Monat zusammen in der Gruppe, sprechen so Neuerungen an, Änderungen an, dass die Mitarbeiter auch mitentscheiden können. Sei es beispielsweise, wir haben dieses Jahr die Sanitäranlage, wir haben eine neue Dusche gemacht, ein neues WC, die Aufenthaltsräume, da wo die Spinde stehen, das haben wir neu gestaltet. Wir haben mit den Mitarbeitern gemeinsam drüber gesprochen, was wünscht ihr euch, wie wollen wir das dort gestalten. Wir versuchen sie da einfach mit ins Boot zu holen, dass sie das Gefühl haben, es gibt ein Wir. Wir sind Rosol, versuchen wir einfach so ein bisschen zu verkörpern. Jetzt bist du auch Innungsmitglied. Warum seid ihr jetzt Innungsmitglied? War dein Vater auch schon Innungsmitglied früher? Nein, das tatsächlich nicht. Wir sind jetzt in der Gerüstbauinnung erst seit 3 Jahren. Und das war zu dem Zeitpunkt damals, als es die Umstellung der Mehrwertsteuer gab, wo die abgesenkt wurde. Und da muss ich sagen, da hatte ich ganz große Probleme, das irgendwie umzusetzen beziehungsweise herauszufiltern, was passiert jetzt. Wie müssen die Rechnungen angepasst werden? Was muss verändert werden? Was muss ich jetzt in dem Augenblick machen? Und ich muss sagen, damals hatte ich keine befreundeten Gerüstbauunternehmer oder irgendwie sowas in der Region. Da gab es einfach keinen. Ich habe überall herumtelefoniert, nachgefragt, keine Ahnung, das war bis Richtung Berlin, wo ich mich dahin verbinden lassen habe. Und irgendjemand, ich kann es ja gar nicht mehr sagen, wer das war, hat mich gefragt, naja, seid ihr denn nicht in der Gerüstbauinnung? Die geben doch da Rundschreiben raus, die kümmern sich doch da um alles. Und das war der Augenblick, da habe ich gedacht, jetzt trittst du dort ein. Also das war der Augenblick, da habe ich den Nutzen auch wirklich verstanden. Da habe ich auch dort angerufen, habe mein Problem geschildert. Trotz, dass ich damals noch nicht in der Innung war, haben die mir geholfen. Und das war so der erste Schritt gewesen. Und dann muss ich sagen, habe ich mich von Anfang an super wohl gefühlt. Der kleine Nachteil war eben, es war gerade die Corona-Zeit. Großartige Veranstaltungen gab es da nicht. Aber es gab sehr viele Online-Seminare, wo ich mich auch gleich angemeldet habe. Habe dort auch die ganzen Seminare für die Fachfrau im Gerüstbau besucht, habe das erfolgreich abgeschlossen. Und also ich muss dir sagen, weil das hat wirklich alles irgendwie verändert. Also das hat auch meinen Horizont sehr extrem erweitert. Ich habe so viele Freundschaften gefunden, sei es auch
andere Frauen im Gerüstbau, wo du gedacht hast, du bist eigentlich alleine. Also da haben sich so viele Freundschaften entwickelt. Man hat den kennengelernt, dann darüber wieder den anderen. Und das hat so viel sich weiterentwickelt. Also ich kann es eigentlich nicht beschreiben und ich kann nur sagen, ich kann jedem empfehlen, weil ich bei mir ja selbst sehe, was sich dadurch getan hat, in die Innung einzutreten. Bist du natürlich auch seit einem Jahr oder seit jetzt 2. Jahr im DIHZ. Was hat dich dazu bewegt? Das kostet ja auch noch zusätzlich Geld und Zeit, ja, da mitzumachen. Also DIHZ ist auch erst dadurch gekommen, dass ich in der Gerüstbauinnung eingetreten bin. Da habe ich bei einem Seminar, ich glaube damals Unternehmensbewertung war das, Tom Köhler kennengelernt und habe daraufhin dann noch eine Einladung bekommen zu diesem Kalkulationsworkshop, wo ich dich ja auch das erste Mal kennengelernt habe, Walter. Und so hat sich das dann eben weiterentwickelt. Und als es dann soweit war, dass mein Bruder und ich die Firma komplett übernehmen wollten, habe ich damals den Tom angerufen und habe ihn um Hilfe gebeten, weil einige Sachen mir unklar waren, beziehungsweise ich auch große Fragezeichen im Kopf hatte. Und da meinte der Tom, na Mensch, wir haben hier so eine Mastermind-Gruppe, 8 verschiedene Gerüstbauer. Wir sind gerade dabei, eine zweite Gruppe zu gründen. Und so ist es dazu gekommen, dass ich dort Mitglied geworden bin. Und da fühle ich mich zwar meistens immer so ein bisschen wie das Nesthäkchen, die noch so ein bisschen hinten dran hängt, aber das hat noch mal ganz viel verändert, weil es ist zwar schön, wenn man irgendwo zu Seminaren ist und dir jeder erzählt, wie toll und schön du alles machst, aber das ist trotzdem noch mal eine Gruppe, die hat mich sehr gefordert. Das ist auch mal über den Tellerrand hinausschauen und auch mal versuchen weiterzudenken und einfach schön, kann ich nur so benennen. Gut. Also wir sind gerade dabei, eine dritte mit dem Tom Köhler zusammen, vielleicht auch noch eine 4. Gruppe, wird spannend, ja. Es sind schon einige Bewerber da. Ganz spannende Sache. Gibt es bei dir im Unternehmen eine Not-to-Do-Liste? Was macht ihr nicht? Eine Not-to-Do-Liste. Schwierig. Müsste ich jetzt sehr drüber nachdenken. Also es gibt auf jeden Fall mittlerweile ein paar Unternehmen, also Kunden, die auf diese Not-to-Do-Liste geraten sind, weil wir angefangen hatten, mal zu filtern, wie viele Angebote wir in den letzten Jahren machen und wann der letzte Auftrag kam, wie viele und wie zeitintensiv das ist, den Kunden, was weiß ich, 10 bis 20 Angebote im Jahr zu machen. Und wenn man dann reinschaut, ist manchmal der letzte Auftrag erschreckenderweise 10 bis 15 Jahre lang her. Dann haben wir eben die Kunden angeschrieben, haben denen das nochmal erklärt, nahegelegt, dass wir dann eben von einer Angebotserstellung absehen werden, aus dem und dem Grund. Und ja, das ist beispielsweise so ein Punkt, der auf der Not-to-Do-Liste gelandet ist. Jetzt bist du sehr aktiv draußen unterwegs. Ist dein Bruder auch so aktiv? Ich würde schon sagen, dass das der Part ist, wo ich mich immer mehr blicken lasse. Ich mache es halt sehr gerne. Ich bin da sehr kontaktfreudig, beziehungsweise sehe ich ja auch, was sich aus diesen ganzen Freundschaften ergeben hat. Aber mein Bruder kommt gern mit. Hat er nichts dagegen. Wir haben da auch drüber gesprochen. Er hat gesagt, er würde da auch nie etwas dagegen haben, dass ich häufig bei Innungsveranstaltungen dabei bin oder mich bei Stammtischen sehen lasse oder bei Seminaren, weil er sagt, den Mehrwert, den ich dort eben mitgebracht hatte für unser Unternehmen, den schätzt er einfach viel zu sehr. Zu ausgewählten Veranstaltungen kommt er gerne mit, sei es das Großseminar oder die Bundesfachtagung. Ja, und so ist das so. Also die Michi Hubrik hat ja das Malen entdeckt, ja. Ist Künstlerin noch nebenher. Was hast denn du für ein Hobby?
Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil so viel Hobby gibt's bei mir nebenher gar nicht. Also wie gesagt, ich habe noch meinen Sohn, 5 Jahre, der nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Was ich wieder sehr viel angefangen habe, ist das Lesen. Das habe ich, bevor ich Mutter geworden bin, sehr viel gemacht. War dann irgendwie zeitweise nicht so ganz möglich, weil hat man sein Kind abends ins Bett gebracht, da hat einem eben so diese Zeit für sich selber gefehlt. Da bin ich viel auf Hörbücher umgeschwenkt. Ähm, Jetzt, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit für mich habe, weil Theo auch selber Sachen macht, alleine spielt, kommt das wirklich immer mehr, dass ich wieder die Zeit finde zum Lesen. Und zum anderen muss ich sagen, habe ich jetzt auch so ein kleines bisschen seit einem anderthalben Jahr so meinen grünen Daumen entdeckt. Also meine Mutter, die sagt, das hätte sie nie für möglich gehalten. Also sie ist sehr viel in ihrem Garten aktiv und für mich war das immer, nein, warum sollte ich das machen? Und jetzt habe ich seit fast 2 Jahren gefühlt einen Riesenbalkon und enorm viele Pflanzen, auch eine Gurkenpflanze, eine Tomatenpflanze, äh, Balkonkasten an Balkonkasten mit allen möglichen Blumen. Und ich bin eigentlich schon dabei, darüber nachzudenken, mir einen kleinen Garten anzumieten. Also ja, das ist so dieses kleine Hobby, was ich nebenbei für mich entdeckt habe, wenn es die Zeit zulässt. Jetzt bildet ihr auch aus. Bildet ihr aus, oder? Ihr habt ja Auszubildende? Ja, wir haben Auszubildende. Jetzt muss ich lügen, also wir hätten, sage ich mal, schon immer ausgebildet. Mein Bruder hat ja seinen Meister gemacht. Es wäre schon immer möglich gewesen, aber ja, man hatte so die Einstellung wie, ja, die Azubis müssten sich ja von sich aus bewerben und ich jetzt lügen, vielleicht vor 5 Jahren haben wir angefangen, so auf Azubi-Messen zu gehen. Wir machen jedes Jahr also Pakete, wo alles verschiedene Werbeartikel drin sind, sage ich mal, weil ich gesagt habe, Flyer, die man dort reingibt für die Schulen, das ist meistens für die Kiddies nicht interessant. Wir haben angefangen, wir machen Stifte rein, wir machen kleine Blöcke rein, dann haben wir Blöcke drucken lassen mit 20 Blatt Millimeterpapier, weil wir gesagt haben, das ist sicherlich was sehr Sinnvolles, was auch in den Schulen gebraucht wird, weil ich kenne das noch aus meiner Schulzeit. Wenn im Matheunterricht mal Millimeterpapier gebraucht wurde, dann ging so die Frage durch die Runde, wer hat einen Block dabei und hat sich ein Blatt geben lassen. Und ja, was haben wir noch mit drin? Zollstöcke, alles Sachen, wo wir sagen, die nehmen die Schüler mit nach Hause, ne, weil es vielleicht cool ist. Es liegt irgendwo da, man sieht es immer und irgendwann kommt man auf die Idee, sich doch mal dort zu bewerben und dort anzurufen. Dann haben wir angefangen, eben an die Schulen zu gehen, mit den Schülern auch mal kleine Gerüste aufzubauen, dass man auch mal was macht. Also, dass man mal einen Gerüstrahmen in der Hand hat, auch mal nicht nur immer so diese Vorträge hört an den Schulen, sondern dass man selbst aktiv werden kann. Und ich würde sagen, das kam relativ gut an, denn ab da hatten wir dann Auszubildende und das jedes Jahr. Also für dieses Jahr habe ich jetzt auch schon ein Azubi fest. Ich hoffe, es wird noch ein zweiter. Da habe ich morgen ein Gespräch. Ja, weil mir ist es relativ wichtig, dass die Azubis zu zweit sind, weil es ist schon häufig sehr anstrengend für die jungen Leute dort diesen Weg mit dem Zug nach Weiderstadt und Groß-Gerau auf sich zu nehmen. Und da habe ich es immer sehr gern, dass sie zu zweit sind. Da denke ich, da ist es immer alles ein bisschen leichter. Okay. Jetzt Urlaubszeit für Unternehmer. Was ist denn deine längste Urlaubszeit, wenn du Unternehmen bist? Wie lange durftest du mal weg? Meine längste Urlaubszeit, naja, ich sag mal so, über Weihnachten, Neujahr und so, also immer dann, wenn wir Betriebsruhe haben, sind es mal 14 Tage, weil da kann man auch wirklich mal abschalten. Da ist es entspannt. Das ist für mich der schönste Tag im Jahr, wenn hier der letzte Arbeitstag ist und ich kann dort zuschließen. Das ist für mich so ein schönes Gefühl. Man weiß, man kann nach Hause gehen, man hat wirklich mal Urlaub und man kommt nicht wieder und der Schreibtisch ist voll und quillt über.
Und naja, unterm Jahr, das längste war mal eine Woche, aber da ist es auch nicht, dass ich komplett abschalte. Also da macht man trotzdem im Hintergrund so ein paar Sachen. Und ja, man sollte daran arbeiten, dass es mehr wird, aber es ist schwierig. Also so, wir alte Herren, wir trauen ja unseren Söhnen oft ja nichts zu, ja. Und viele denken nicht in die Nachfolge. Es ist natürlich so, dass die Väter oft den Töchtern ja auch nichts zutrauen, ja. Und viel weniger Loben dazu. Bekommst du genügend Lob von deiner Mutter, von deinem Vater? Oder hat er Ja, so eine schwäbische Mentalität? ich würde sagen, die herrscht bei uns auch vor, dass da das ausgesprochene Lob zumindest recht rar gesät ist. Aber ich würde sagen, in Bezug vor allen Dingen auf meine Mutter, da kommt es öfters schon mal über die Lippen. Insbesondere auch also zeigt sich es in Sätzen wie beispielsweise, ach, ein Glück habe ich dich, wenn ich das jetzt hätte allein machen müssen, ich hätte gar nicht gewusst, wie. Also so äußert sich das. Aber ich hoffe mal, meine Eltern sind stolz beziehungsweise dankbar, dass sie mich haben. Jetzt seid ihr ja eingestiegen, habt also die Firma, ja, was würdest du jetzt Nachfolger, 3 Tipps an Nachfolger, die jetzt so einen Betrieb übernehmen, welche Tipps würdest du denen geben? Zum einen würde ich sagen, man sollte sich trotzdem ein bisschen von dem Gedanke verabschieden, dass der Kunde König ist. Ja, der Kunde steht immer im Mittelpunkt. Aber ich finde, man sollte davon Abstand nehmen, immer 24/7 für den Kunde da zu sein. Das habe ich selber gelernt. So dieses rund um die Uhr erreichbar sein ist relativ anstrengend und man kann nie abschalten. Also ich hatte früher auch nur eine Handynummer. Also es gab da nie diese Auszeit. Also man hat bis spät abends dann auch manchmal noch irgendeinen Anruf entgegengenommen, weil man der Meinung war, es könnte ja was ganz Wichtiges passiert sein. Keine Ahnung, Gerüst könnte umgestürzt sein. Ja, es ist immer wichtig, eine Notfallnummer zu haben, aber man sollte sich auch Freiräume schaffen und da ist eine private Telefonnummer, die man als zweite hat, würde ich sagen, sehr wichtig. Dann würde ich sagen, was ganz wichtig ist, keine Angst vorm Neuen haben. Also nicht in diese Mentalität verfallen, das haben wir schon immer so gemacht und es ging gut, sondern einfach offen sein für neue Sachen und anderes auszuprobieren, Neues auszuprobieren. Ja, und der dritte Tipp wäre, ja, zum anderen sich Freundschaften zu suchen, Netzwerke, dass man auch mal andere um Rat fragen kann. Es ist so, frage ich jeden, jeder Gerüstbauer braucht ein Kirchturm. Ja, was war euer höchster Kirchturm in den letzten 3 Jahren? Machen wir die letzten 3 Jahre. Das war wirklich eine Frage, dadurch, dass ich weiß, dass du die Frage jedem stellst und das auch eher so vor mir war, habe ich extra meinen Bruder gefragt. Ja, der höchste Kirchturm war 45 Meter. Okay, ich war halt da bei 48 Meter schon. Und natürlich ist es bei euch auch so Hobby und Spielzeug der Autokran? Also wie schon gesagt, das sind so diese typischen Fragen so für diesen Gerüstbaumann. Also muss ich wirklich sagen, mich tangiert das nicht so. Wenn du dich jetzt mit meinem Bruder unterhalten würdest, da würden schon die Augen leuchten und glitzern. Also mindestens einmal im Jahr wird auch von sowas gesprochen. Sowas müssten wir uns mal zulegen. Also kann ich nur beipflichten. Also jeder Gerüstbaubetrieb, Gerüstbauunternehmer ist da wahrscheinlich Feuer und Flamme. Wir selber haben jetzt keinen großen, wir haben so einen kleinen
Mini-LKW-Kran, aber da würde wahrscheinlich jeder drüber lachen, der einen großen hat. Also ich habe vor 2 Tagen im Büro und Chinesen verkaufen demnächst menschenähnliche Roboter für 88.000 Euro. Wenn man jetzt überlegt, dass ein Autokran 500.000 kostet, da kaufe ich mir lieber 5 Roboter, die das Gerüst von A nach B tragen, weil die bleiben nicht stehen und können vielleicht ist noch, also vielleicht kommt die Zeit auch noch, wo wir die auf der Baustelle haben. Vielleicht. Ist jetzt nur noch die Frage, wie die dann nach oben kommen. Ja, die können auch schon Treppen steigen. Wir bauen ja jetzt heute schon Treppen an die Gerüste. Ja, alles möglich. Also die Zeit ist jetzt mit KI. Also ich glaube, da kommt einiges noch auf uns zu. Für was bist du besonders dankbar im Leben? Gehen wir mal auf den beruflichen Kontext und dann in den privaten Kontext. Beruflicher Kontext. Also zum einen, dass ich die Möglichkeit hatte, von meinen Eltern den Betrieb zu übernehmen. Also das ist wirklich ein sehr großes Geschenk, wenn man, sag ich mal, da so hineingeboren wurde und so einen Betrieb eigentlich quasi geschenkt bekommt, wenn man auch nicht so viele Berührungsängste hat, weil man ist da einfach hineingeboren, man arbeitet in den Ferien hier, man hat nicht so diese Angst, als wenn man jetzt so ganz artfremd sich das alles aneignen würde. Also das muss ich sagen, das ist wirklich ein sehr großes Geschenk. Dann bin ich auch sehr dankbar für meine Mitarbeiter hier, die ja alles mit am Laufen halten, denn ohne die wäre die Firma Gerüstbau Rosol nicht so möglich. Im Privaten bin ich natürlich dankbar für meinen Sohn, der mir jeden Tag ein Lächeln auf die Lippen zaubert und vor allen Dingen auch für meinen Freund. Ich sag mal, er hat mich jetzt begleitet die letzten Jahre, wo ich mit dem Patrick hier die Firma übernommen habe und es war wirklich keine einfache Zeit. Da hatte man Höhen, man hatte Tiefen, man hat jede Gefühlslage durchlebt, man konnte nachts nicht schlafen. Also es war von bis alles dabei. Und da muss ich wirklich sagen, danke, dass du mir da so beigestanden hast. Die Frage stelle ich dir jetzt nicht. Normalerweise frage ich so am Schluss, erzähl mal, was keiner über dich weiß. Das fragt man ja Frauen nicht, ja. Das fragt man die Männer. Wen würdest du mir als Gesprächspartner vorschlagen? Welche Verbindung würdest du denn gerne aufbauen? Das ist eine gute Frage. Da habe ich auch lang drüber nachgedacht. Mir sind auch tatsächlich 2 eingefallen. Beziehungsweise, ich sag's mal, die Wahl ist mir nicht leicht gefallen. Es wäre zum einen der Sven Brückner von Brückner Gerüstbau aus unserer DHZ-Gruppe. Das ist wirklich jemand, den ich sehr schätze, vor allen Dingen, weil er einem auch sehr mit Rat und Tat immer zur Seite steht. Auch insbesondere so aufs Finanzielle, ob sich diese oder jene Investition lohnt. Also da kann man wirklich immer auf ihn zählen. Und zum anderen wäre das hier aus unserer Region der Christian Jakob von Jakob Gerüstbau. Relativ in meinem Alter, hat die Firma auch schon, ich sag mal, übernommen, führt es auch noch mit seinem Vater zusammen. Und das ist auch ein Berufskollege, den ich wirklich sehr schätze, hat immer ein offenes Ohr. Und auch wenn man sich gefühlt nur 2-mal im Jahr sieht, wenn ich ihn anrufe, wir telefonieren gefühlt eigentlich mindestens immer eine Stunde, weil wir uns auf Anhieb wirklich gut verstehen. Jetzt habe ich ja aber ein Stück, dass du mir eine Frau empfiehlst. Soll ich dir noch eine Frau empfehlen? Ich kann dir auch noch eine Frau empfehlen. Mhm. Dann würde ich dir die Sabrina Hesch empfehlen vom Tegernseer Gerüstbau. Mit ihr wollte ich eigentlich sehr gern meinen Gerüstbaumeister zusammen in Dresden machen. Aber wie es eben so ist, kam bei mir immer irgendwas anderes dazwischen. Sei es dann so in der Familie so, dass der Gesundheitszustand dann nicht der beste war, dass man gesagt hat, das hat erstmal Vortritt. Beziehungsweise bei mir im Büro meine rechte Hand, meine Lisa, ist schwanger geworden, ne, wo ich dann gesagt habe, jetzt kann ich hier nicht fehlen. Es war eben immer was anderes. Und es ist für mich
eine sehr gute Freundin geworden. Also man kann wirklich sagen, wir verstehen uns privat auch richtig gut. Mit ihr telefoniere ich sehr viel. So, sie wäre auch sehr hörenswert. Vielen Dank, Caroline, dass du dir Zeit genommen hast. Nicht vergessen, liken, abonnieren und kommentieren und einfach weiterteilen. Ja? Und wenn ihr hier dran teilnehmen wollt, einfach meldet euch einfach bei mir. Ihn finden. Dankeschön. Danke, dass ich hier sein durfte. Das war Walter Stuber, der Mutmacher, im Gespräch.